Auf geht's zur Île de Ré. Als erstes ging es für uns an den bekannten Leuchtturm auf der Île de Ré. Und wo sind wir, Schatzi? Wir sind heute am Phare de Belay, das ist der große Leuchtturm hier auf der Île de Ré. Und der heißt eigentlich übersetzt Leuchtturm der Wale, weil es hier immer so viele Wale gab. Na dann, Attacke. Frank, gehen wir da rein? Schauen. Ich weiß nicht, ob du das bis da oben schaffst. Naja, da sind deine Feinde drin. 257 Mal. Immerhin. 257 Treppen schaffst du? Da bin ich so gespannt. Ja, da drunter unterschätzt man. Das ist übrigens, also dieses Museum ist übrigens die ehemalige Leuchtturmwärterschule für die Leuchtturmwärter vom französischen Festland. Die wurde von 1949 bis zur Schließung 1970 für die Ausbildung der Leuchtturmwärter benutzt. Und den kleinen Turm, den gab es ja als erstes, der hat 29 Meter und den könnt ihr von innen durch das Museum halt auch begehen. Aber ich glaube, wir gehen jetzt auf den mit 57 Meter und 257 Tollstufen, Frank. Ja, die Stufen lassen wir aus. Die Stufen lassen wir aus, dann kommen wir da nicht hoch. Da ist doch kein Fahrstuhl. Und jetzt? Gehen wir da rein? Lass die Treppen also doch nicht aus? Wir lassen die Treppe. Okay. Dann Attacke. Eins ist geschafft. Ja, los geht. Bassi. Da ist noch einiges vor uns. Ah, nochmal. Mich jetzt schon fertig. Go, Baby. Das machen wir nie wieder. Ja. Endspurt, Frank, Endspurt. Klacks. Und wie findest du das? Das ist schon sehr imposant, ne? Also der Erbauer, der Bourbon, der hat ja einige solcher Bauten gemacht, auch bei uns in Deutschland, in Freiburg. Und der hat auch die Festung gebaut mit der Zitadelle in San Martin de Ré. Okay, Und die schauen wir uns auch noch an. bin gespannt. C'est allemand. Allemagne. Germanie. Bist du oben angekommen? Wie geht's dir? Ein bisschen trainiert muss man schon sein. Die Treppen, boah, die Knie, Der Atem, ja, die Kondition, aber machbar. ist es machbar. War anstrengend. Die Île de Ré verfügt über 110 Kilometern langen Radwegen. Deswegen sind wir auch mit dem Fahrrad nach San Martin de Ré gefahren.
auch schon die Festungsmauern von Saint-Martin-de-Ré. Und dieses Tor ist nicht nur die Zufahrt dazu, sondern gehört auch zum Weltkulturerbe der UNESCO. Oha. Das ist die berühmte Eisdiele auf der Ile de Ré. Hier bekommt man wohl das allerbeste Eis auf der Insel. Wir wollten kein Eis und stattdessen haben wir uns einfach mal eine Waffel gegönnt. Danke. So Frank, wo sind wir denn? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm, mach mal einen Versuch. Immer mit ST. Okay, wir sind in Saint-Martin-de-Ré und das ist auf der Insel Ile de Ré in Frankreich. Und das ist eine richtig coole Hafenstadt. Ja, wir sehen hier auch noch die Festungsmauern. Das heißt, der Saint-Martin wurde mit einer Festungsmauer auch rundum besiedelt. Dadurch wurde halt die Ile de Ré damals beschützt. So, Frank, nochmal, wo sind wir? Ile de Ré. Das ist aber schon mal gut. Hier sieht aus, als wenn sie mal eine Kanone gebaut haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, mal einen Rundgang am Hafen zu machen. Dort findet ihr sehr viele Restaurants und kleine Shops und die kleinen Gassen solltet ihr auch mal begegnen, weil gerade im Sommer wird dort alles blühen und es sieht echt richtig toll aus. Dies ist der kleine Leuchtturm auf Saint-Martin. Saint-Martin ist im Übrigen sehr bekannt für seinen Cognac und seinen Salzanbau. Ihr findet dort auch unter anderem ein Museum und natürlich könnt ihr auch viele verschiedene Salzsorten dort einkaufen. Für uns geht es jetzt zurück. Wir hatten einen sehr angenehmen Tag in Saint-Martin und verabschieden uns von dieser kleinen Hafenstadt. Aber nicht nochmal ohne einen Blick auf die Eisdiele zu werfen und natürlich die vielen, vielen Fischrestaurants, die ihr dort findet. Den Rückweg nehmen wir natürlich wieder eins der vielen Radwege, die zwischen Weinbergen herführen, auf tollen Landstraßen. Nehmt einfach das Fahrrad mit, denn es ist toll, dort zu fahren. Unsere letzte Station für diesen Kurzurlaub auf der Ile de Ré war die Klosterruine Notre-Dame-de-Ré. Die Klosterruine ist jetzt noch erhalten geblieben, weil sie wurde mittlerweile 3-mal zerstört und nach dem 3. Mal hat man sie auch gar nicht mehr aufgebaut. Das noch beste erhaltene Teil davon ist
die Klosterkirche selber. Ja, leider durften wir uns nur die Klosterruine von der Ferne und mit der Drohne anschauen, weil es waren einfach viel zu viele Mücken dort und wir haben einfach nur gedreht, weil da konnte man gar nicht aussteigen. Wir verabschieden uns mit einer der schönsten Strände auf der Insel Rhe.